Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School machen wir einen Special Request Video und wir lernen, wie man sich defensiv bei einer 1 gegen 1 Situation verhält. Nun, ich weiß, dass Offensiv-Moves zu lernen wie Toe Drag, Spinner Rammers, Unterschläge richtig cool sind. Allerdings ist es wichtig für jede Eishockeyspieler, unabhängig ob Stürmer oder Verteidiger, zu wissen, wie verhalte ich mich bei einem 1 gegen 1, wenn meine Gegner die Scheibe hat. Mit mir ist Jonas Schwarzfischer aus unserer U20-Mannschaft, der hilft auch öfters aus bei unserer ersten Mannschaft. Jetzt geht's los. So, zuerst zur Körperposition. Ich versuche möglichst, dass meine Außenschulter in einer Linie mit seiner Innenschulter ist. Ich möchte, dass der Jonas immer nach außen gehen muss und nie einfach so leicht zur Mitte gehen darf. Zweitens, meine Hand, ob es hier oben ist oder hier unten ist es nicht so wichtig. Von hier kann ich schnell meinen Schläger greifen, von hier oben kann ich vielleicht seinen Körper etwas besser kontrollieren. Wichtig ist, dass wir keine komischen Sachen machen, wie das. Es gibt teilweise wirklich, ich sehe es öfters, das. Hand ist entweder hier oder da. Reden wir jetzt über die Schlägerposition. Sehr wichtig ist, wie man das auf Englisch sagt, ist, dass ich meinen Stick on the puck habe, also Schläger zur Scheibe. Das ist super nervig für jeden Stürmer. Ich kann ihn beim Mischen stören, ich kann ihn beim Passen und auch Schießen stören. Wenn ich meine Schläger hier habe und so angeln möchte für die Scheibe, zockt jeder gute Stürmer mir ganz locker aus. So, jetzt kommen wir zu den Augen. Ich schaue beim 1 gegen 1 immer auf die Brust des Gegners. Wo der Brust hingeht, geht fast immer der Körper. Wenn ich auf die Scheibe schaue nur, wird ein guter Gegner mir ganz locker auszocken. Das heißt nicht, dass ich nicht weiß, wo die Scheibe ist. Ich muss wissen, wo die Scheibe ist, damit ich mit meinen Schläger stören kann. Aber das kann ich aus meinem peripheren Blickwinkel sehen. Ich schaue auf seine Brust, weil falls er an meinen Schläger vorbeikommen sollte, habe ich seinen Körper. So, und zum letzten Punkt beim 1 gegen 1, bevor wir es aus dem Lauf zeigen, ist den sogenannten Gap Control oder die Abstandskontrolle. Grundsätzlich möchte ich ungefähr immer 2 Schlägerlängen zwischen mir und meinen Gegner haben. Das heißt, eine meine Schlägerlänge, eine von seiner Schlägerlänge. Das ist ungefähr gut. Ich kann ihn da immer stören. Desto weiter er weg von meinem Tor ist, desto größer kann der Abstand werden. Zum Beispiel, wenn er einen Aufbau machen würde. Aber wenn er an meinen blauen Linien kommt oder knapp drüber, möchte ich, dass ich nicht mehr als 2 Schlägerlängen Abstand habe. Dann kann ich ihn mit meinen Schläger stören. Und wenn er näher kommt, ihm auch vielleicht einen Check geben. Wir zeigen euch jetzt, wie einen schlechten Gap Control aussieht, indem der Abstand viel zu groß wird und ich entweder rückwärts in meine Tor laufen muss oder er mich einfach viel zu leicht auszockt. Und zweitens, wie einen guten Gap Control ausschaut. Jetzt machen wir ein paar echte 1 gegen 1 und schauen, ob der alte Mann noch mit dem jungen Student mithalten kann. Auf geht's! Denkt immer daran, der Schläger
ist eure erste Verteidigungsreihe. Dann euer Körper. Es ist okay, kurze Pop-Checks zu machen, zu stören, solange ihr nicht nur auf die Scheibe schaut. Und wenn er an euren Schläger vorbeigeht, dann müsst ihr Körper spielen. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Defensivspiel ist auch sehr wichtig für Stürmer und Verteidiger. Jonas, vielen Dank für deine Hilfe heute. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.